Take 45, die 15. Version 18. Okay. Hi, ich bin Jasmin. Hi, und ich bin der Marco und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben Deutschland den Rücken gekehrt und sind ohne Rückreiseticket nach Südostasien geflogen. Hier auf dem Kanal erwarten dich Insider-Tipps zu Reisezielen in Südostasien, Infos über Langzeitaufenthalte, welche Kosten anfallen und was es zu beachten gibt. Aktuell sind wir in Thailand auf der Insel Koh Chang und wir zeigen dir, wie du überhaupt erst hier hinkommst, wie du dich vor Ort bewegst, wo du wohnen solltest, welche Aktivitäten Sinn machen und welcher Strand der schönste ist. Die Fahrt nach Koh Chang hatten wir schon online über One2Go gebucht. Mit dem Crab ging es zum Treffpunkt. Pünktlich um 9 ging es dann auch schon los. Etwa in der Hälfte der Strecke haben wir eine Pause an einem Rastplatz gemacht, bevor es mit der Fähre nach Koh Chang ging. Die Fährüberfahrt dauerte eine halbe Stunde, alles war perfekt organisiert und wir sind pünktlich angekommen. Unser Resort liegt im Süden der Insel, besteht gerade mal aus 6 Bungalows und liegt inmitten einer wunderschönen Gartenanlage. Auch der Besitzer ist sehr nett und wir haben uns von Anfang an wohl gefühlt. Heute sind wir im Süden der Insel und schauen uns das ehemalige Resort Grand Laguna an. Die eigentliche Sehenswürdigkeit hier wäre ein ehemaliges Hotelschiff gewesen. Dieses ist aber leider abgebrannt und es ist nicht mehr viel übrig davon. Letztendlich sind wir trotzdem total happy hier zu sein. Wir haben richtig Spaß. Das ist ein cooler Lost Place und wir würden es jedem empfehlen, hier mal hinzukommen, der Interesse an sowas hat. Ja, und 100 Baht pro Person Eintritt finden wir auch fair. Man kann sich hier frei bewegen und ja, macht richtig Spaß. Und man kann sogar einen Eiskaffee trinken oder ein Bierchen. Genau. Auf dem riesigen Gelände gibt es neben dem ehemaligen Hotelschiff auch einige verlassene und verfallene Hausboote. In manche kann man sogar hineingehen. Ansonsten gibt es hier auch noch einen schönen weißen Strand. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, denn es gibt leider Sandfliegen, die sehr nervig sein können. Am kommenden Tag wollten wir uns mal die Ostküste anschauen und sind auf dem Weg dorthin an diesem schönen chinesischen Tempel vorbeigekommen. Er ist zwar sehr klein, dennoch sehr schön bunt und hat eine tolle Atmosphäre. Da es an der Ostküste der Insel keine Strände gibt, gibt es dort auch so gut wie keine Touristen und auch keine Hotels oder nur sehr, sehr wenige. Man findet aber entlang der Straße einige schöne Cafés mit richtig gutem Kaffee und es lohnt sich auf jeden Fall, dort hin und wieder mal anzuhalten. Im Südosten der Insel gibt es den Salakpet Mangrovenwald. Ihr könnt dort eine Bootstour unternehmen oder über Plankenwege durch den Wald gehen. Wir haben uns für Letzteres entschieden und es nicht bereut.
Unweit des Wanderweges findet ihr ein schönes Fischerdorf, welches auf Stegen gebaut ist. Dort findet ihr ein hervorragendes Restaurant, welches Meeresfrüchte und frischen Fisch anbietet. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Koh Chang ist bekannt für seine Wasserfälle. Wir haben uns für den Klong Plu Wasserfall entschieden. Nachdem du 200 Baht Eintritt gezahlt hast, begibst du dich auf einen Dschungeltrail. Nach ca. 20 Minuten bist du oben am Wasserfall angekommen und kannst dich direkt in den erfrischenden Pool stürzen. Es kann natürlich sein, dass sich ein paar Putzerfische zu dir gesellen. Wenn du im Südwesten unterwegs bist, lohnt auf jeden Fall ein Abstecher zum Bang Bao Pier. Um dorthin zu gelangen, musst du durch ein Fischerdorf gehen auf Stelzen und wirst an einigen Souvenirläden und Fischrestaurants vorbeikommen. Unten am Pier starten dann die Fähren zu den umliegenden Inseln wie Koh Mak, Koh Kot, Koh Wai oder zum Festland. Kommen wir nun zu den Stränden. Dies ist unser Hausstrand, den wir von unserem Ressort bequem über einen Trampelpfad erreichen können. Zwar wird dieser Strand vom Mercure Hotel dominiert, allerdings hat es zum Vorteil, dass man die Liegen dort nutzen kann, ohne dass es jemanden interessiert. Nachfolgend stellen wir dir die wichtigsten Strände von Süd nach Nord vor. Den Anfang macht der Klong Kloi Beach ganz im Süden. Der Strand ist recht klein, familiär und gemütlich. Empfehlen können wir dir auf jeden Fall das Yuyu Golden Beach Café. Um zum beliebten Lonely Beach zu gelangen, parkst du deinen Roller am besten vor der Beautiful Bar. Von dort aus sind es ca. 5 Minuten Fußweg, bevor du den Strand erreichst. Der Lonely Beach eignet sich hervorragend zum Baden und bietet viele Schattenplätze. Der Strand punktet außerdem mit seinen coolen Cafés und Bars und den Ausblick auf die vorgelagerten Inseln. Der perfekte Spot, nach einem Strandtag den Sonnenuntergang zu genießen. Oberhalb vom Lonely Beach befindet sich der Kai Bai Beach. Hier gibt es eine vorgelagerte Insel, die man bei Ebbe zu Fuß oder bei Flut mit einem Kajak erreichen kann. In der chilligen Porns Bar kann man ein leckeres Curry genießen und sich die Zeit vertreiben. Der Nachteil beim Kai Bai Beach ist die Tatsache, dass bei Flut nicht mehr viel vom Strand übrig bleibt. Der Chai Chet Beach liegt im Nordwesten von Koh Chang und punktet mit seiner entspannten Atmosphäre. Hier finden sich meist die Bewohner des ansässigen Chai Chet Resorts. Der Strand ist selten überfüllt. Der letzte Strand auf unserer Liste ist der berühmte White Sand Beach im Norden der Insel. Der helle Sandstrand erstreckt sich über 2 Kilometer und lädt zum Spazieren, Baden und Entspannen ein. Entlang der Küste gibt es viele kleine Cafés und Restaurants und am Abend spielen hier und da ein paar Musiker.
Aufgrund seiner Bekanntheit und der Nähe zur Fähre ist der White Sand Beach in der Hochsaison aber auch gerne mal überfüllt. Wem es am White Sand Beach zu voll ist, kann auf den nahegelegenen Klong Prau Beach ausweichen. Dieser erstreckt sich über 3 Kilometer und ist bekannt für seine ruhige Atmosphäre und die Möglichkeit, lange Spaziergänge entlang der Küste zu unternehmen. Unser Fazit: Von allen Stränden, die wir gesehen haben, gefällt uns der White Sand Beach am besten. Als Hotelstandort würden wir dir den White Sand Beach nicht empfehlen. Dafür ist es einfach zu touristisch. Die echten Insel-Vibes findest du weiter unten im Süden. Also uns hat Koh Chang sehr, sehr gut gefallen. Man kann die Insel total bequem im Roller erkunden. Allerdings sollte man nicht unbedingt Fahranfänger sein, weil die ganze Insel sehr, sehr hügelig ist. Dennoch ist es zu machen, auf jeden Fall. Ansonsten ist es auch schwierig mit dem Transport, da man faktisch nur mit dem Song Theo hin und her fahren könnte. Oder klar, man könnte sich auch irgendwie einen privaten Transfer holen. Aber das wäre jetzt nicht so unser Ding. Von daher sind wir mit dem Roller sehr zufrieden gewesen. Ja, und auch die Preise stimmen immer noch, wie wir finden. Also man kann hier für 60 bis maximal 120 Baht ein super Essen bekommen. Die Insel ist super grün, also die ganze Mitte besteht ja nur aus Regenwald, ist auch gar nicht zu bereisen oder zu betreten, kann man fast schon sagen. Aber man hat ja die Möglichkeit, entlang der West- und Ostküste ja, sich schöne Plätze auszusuchen. Und ja, also wir sind begeistert und würden auf jeden Fall wiederkommen. Absolut. Und wenn euch unser Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Abo freuen oder ein Like. Und falls ihr Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.